Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein schnelles Rezept für Pasta mit einem Avocado Pesto. Dafür als erstes 200 Gramm kleine Tomaten halbieren und außerdem 3 bis 4 Frühlingszwiebeln in feine Röllchen schneiden. Für das Avocado Pesto als erstes 50 Gramm Pinienkerne in eine kleine Pfanne geben. Unter gelegentlichem Wenden bzw. Rütteln der Pfanne bei mittlerer Hitze 1 bis 2 Minuten goldbraun anrösten. Dann 2/3 der Kerne in ein hohes Gefäß geben, die anderen für die Garnitur zur Seite stellen. Außerdem eine gute Handvoll Basilikumblätter, 50 Gramm geriebenen Parmesan, das Fruchtfleisch einer reifen Avocado, eine Knoblauchzehe grob gehackt, einen Spritzer Zitronensaft, einen ordentlichen Schuss Olivenöl und eine gute Prise Salz sowie frisch gemahlenen Pfeffer dazugeben und mit einem Pürierstab zu einem cremigen Avocado Pesto verarbeiten. Wenn das erledigt ist, fehlt im Prinzip nur noch die Pasta. Dafür einen großen Topf mit reichlich gesalzenem Wasser zum Kochen bringen, 250 Gramm Tagliatelle oder eine andere Nudelsorte ins kochende Wasser geben und für 7 bis 8 Minuten oder nach Packungsanweisung bis fest garen, gelegentlich mal umrühren, kurz vor Ende der Garzeit mit einer Kelle eine Tasse Nudelwasser abschöpfen, die Pasta anschließend über einem Nudelsieb abgießen, kurz abtropfen lassen und dann zurück in den Topf geben, Kirschtomaten und Frühlingszwiebeln dazugeben, außerdem das Avocado Pesto und dann nach und nach etwas Nudelwasser dazugeben und alles miteinander verrühren, bis sich alle Zutaten zu einer cremigen Pasta vereint haben. Die Avocado-Pasta danach sofort auf tiefen Tellern verteilen, mit den zur Seite gestellten Pinienkernen und etwas Basilikum garnieren und sofort servieren. Ich wünsche euch schon mal einen guten Appetit, viel Spaß beim Nachkochen, bis zum nächsten Mal.